Hallo zusammen, wir stricken heute mit euch so ein 3D-Muster. Ist sehr einfach zu stricken, ist mit Sicherheit für Loops und für Mützen geeignet. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Stricken. So, die Maschen für das Muster habe ich bereits angeschlagen. Das sind 30 Maschen plus 2 Randmaschen, insgesamt 32 Maschen. Also Musterrapport besteht hier aus 10 Maschen. So, die erste Reihe stricke ich alle Maschen rechts. Also die Randmasche hebe ich ab. Und dann stricke ich alle weiteren Maschen als rechte Maschen. Also ich stricke hier keine verkreuzten Maschen, sondern stricke normale rechte Maschen. Es gibt unterschiedliche Strickarten. Ich habe das bereits schon in einem Video erklärt. In der Playlist Grundlagen findet ihr auch dieses Video. So, wie gesagt, ich stricke alle Maschen rechts. So, alle Maschen habe ich rechts gestrickt. Die Randmasche stricke ich auch rechts. Man kann diese aber auch links stricken. So, jetzt wende ich. Die Randmasche hebe ich ab. Und zwar ist es so, ich habe die letzte Masche als eine rechte Masche gestrickt. Deswegen lege ich den Faden vor der Arbeit und dann hebe ich die Masche ab. Wenn man die letzte Masche links strickt, dann bleibt der Faden hinter der Arbeit. Und dann stricke ich alle Maschen links als linke Maschen. Also die ganze Reihe stricken wir linke Maschen. Also jetzt bin ich am Ende der Reihe, also linke Masche und die letzte Masche, die Randmasche, stricke ich wie gesagt auch rechts, die kann man aber auch links stricken. So, jetzt wende ich. So, jetzt stricken wir die dritte Reihe. Die Randmasche hebe ich ab. Jetzt stricke ich 3 Maschen links. Und jetzt hebe ich 4 Maschen als rechte, also die rechte Maschen hebe ich ab. Der Faden liegt hinter der Arbeit. Also die erste, zweite, dritte und vierte Masche hebe ich ab. Jetzt stricke ich 6 Maschen links. Also darauf achten, dass man hier diesen Faden nicht zu sehr zusammenzieht. Also die Maschen schön ein bisschen ausbreiten. Hier den Faden vielleicht halten. Und dann stricke ich 6 Maschen links. So, also 6 linke Maschen. Und das Ganze wiederholen wir. 4 Maschen hebe ich ab. Der Faden liegt hinter der Arbeit. Jetzt stricke ich 6 Maschen links. Also ich stricke hinter diese Schlinie, weil bei mir die Masche mit der linken Seite vorne liegt. Wenn die Masche zum Beispiel so gedreht ist, dann strickt man die linke Masche so, auf diese Art und Weise. Ich stricke das hier, weil bei mir, wie gesagt, diese Schlinienseite, die rechte Schlinie hinten liegt. Also jetzt stricke ich 6 linke Maschen. Und 4 Maschen hebe ich jetzt ab. So, und jetzt stricke ich 3 Maschen links. Und die letzte Masche, Randmasche, stricke ich rechts. Wie gesagt, die kann man auch links stricken.
Jetzt wende ich alles. Jetzt stricken wir die vierte Reihe. Die vierte Reihe stricken wir praktisch alles nach Muster. Die Randmasche hebe ich ab. Und jetzt schaue ich, also ich habe am Anfang 3 rechte Maschen. Jetzt habe ich diese abgehobenen Maschen, die hebe ich auch wiederum ab. Und der Faden liegt bei mir vor der Arbeit jetzt. So hier vorne. So, und jetzt stricke ich 6 Maschen rechts. So, die Maschen, die wir in der Vorreihe abgehoben haben, hebe ich jetzt auch wieder ab. Faden vor der Arbeit. Das sind 4 Maschen. Dann stricke ich 6 Maschen rechts. Vier Maschen hebe ich ab. Faden vor der Arbeit. Und 3 Maschen rechts. Und die Randmasche stricke ich auch rechts. So, dann stricken wir die 5. Reihe, genauso wie die 3. Also wir stricken eigentlich auch wieder alles nach Muster. Also die Randmasche hebe ich ab. Dann stricke ich 3 Maschen links. Und die 4 rechten Maschen hebe ich ab. Faden liegt hinter der Arbeit. So, 6 Maschen links. Die rechten Maschen hebe ich ab. Faden hinter der Arbeit. So, 6 Maschen links. Die Maschen hebe ich ab. So, und dann stricke ich die letzten 3 Maschen als linke Maschen. Und die Randmasche stricke ich rechts. Die 6. Reihe stricke ich genauso wie die 4. Also das heißt, wir stricken wieder alles nach Muster. So, die Randmasche hebe ich ab. Dann stricke ich 3 Maschen rechts. So, die 4 Maschen hebe ich ab. Faden vor der Arbeit. So, und dann stricke ich 6 Maschen rechts. So, 4 Maschen hebe ich ab und so weiter. Sechs rechte Maschen. Vier Maschen abheben und am Ende der Reihe stricke ich 3 rechte Maschen. Und die Randmasche stricke ich auch als eine rechte Masche. So, jetzt wende ich. Jetzt stricken wir die 7. Reihe. Da stricke ich alle Maschen rechts. Auch die linken Maschen stricke ich als rechte Maschen. Also alle Maschen rechts stricken. So stricken wir die 8. Reihe, alle Maschen links.
Die 9. Reihe stricken wir alle Maschen rechts und die 10. Reihe stricken wir alle Maschen links. Das können wir selbstständig machen und dann sehen wir uns, wenn wir die 11. Reihe stricken. Und so schaut es aus. Jetzt stricken wir die 11. Reihe. Die Randmasche hebe ich ab. Jetzt hebe ich 2 Maschen ab, Faden hinter der Arbeit. 6 Maschen links. Vier Maschen abheben, Faden liegt hinter der Arbeit. 6 Maschen links. Und das wiederholen wir stets, also 4 Maschen abheben, 6 linke Maschen stricken, und am Ende der Reihe heben wir 2 Maschen ab, Faden hinter der Arbeit und die Randmasche stricke ich rechts. So, jetzt wende ich. Dann stricken wir die nächste Reihe, alles nach Muster. So, die Randmasche hebe ich ab. Wir haben 2 Maschen, die abgehoben sind. Faden vor der Arbeit, 2 Maschen hebe ich ab. Jetzt habe ich 6 Maschen rechts. Vier Maschen hebe ich ab, Faden vor der Arbeit. Sechs Maschen rechts und so weiter. So, am Ende der Reihe hebe ich 2 Maschen ab, Faden vor der Arbeit und die Randmasche stricke ich auch rechts. So, 13., 14. Reihen wiederholen wir praktisch wieder und stricken alles nach Muster. Also die Randmasche hebe ich ab, die 2 Maschen hebe ich ab, Faden hinter der Arbeit, 6 Maschen links. Vier Maschen abheben und so weiter. So schaut es aus. Jetzt stricke ich die 16. Reihe, alle Maschen rechts. Auch die linken Maschen stricke ich auch rechts. So, 18. Reihe stricke ich alle Maschen links. Radmasche hebe ich ab und stricke alle Maschen links. Dann stricke ich 19. Reihe alle Maschen rechts und die 20. Reihe alle Maschen links. Die 21. Reihe wiederholen wir dann ab der 3. Reihe. Die Randmasche hebe ich ab. Dann stricke ich 3 Maschen links. Und 4 Maschen hebe ich ab, Faden hinter der Arbeit. 6 Maschen links. Vier Maschen abheben, Faden hinter der Arbeit. Und 6 Maschen links und so weiter.
So, und ich stricke dann noch ein paar weitere Reihen. Euch wünsche ich viel Spaß beim Stricken. Macht mit, probiert aus, abonniert meinen Kanal. Schreibt mir auch Kommentare, würde mich sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal.